Hallo liebe Biker, hier ist wieder Paul. Und der Frank. Wir wollen euch heute die CB2-Box vorstellen. Und nicht nur vorstellen, natürlich auch montieren. Die Positionskontrollbox braucht ihr immer dann, wenn ihr Blinker mit Positionslichtern habt. Wie das alles funktioniert, seht ihr hier im Video. Viel Spaß! Viel Spaß! Hier könnt ihr alle Teile sehen, die wir für diesen Umbau verwendet haben. So sieht es vor dem Umbau aus. Außenrum der schöne Positionslichtring und in der Mitte der Blinker. Bei unserer Triumph Traxton sind die Blinkerkabel im Scheinwerfergehäuse versteckt. Um daran zu kommen, müssen wir nun den Scheinwerfer ausbauen. Bitte überprüft vorher, wo eure Blinker an eurem Fahrzeug angeschlossen sind. Dann habt ihr es bei der Montage etwas einfacher. Original an der Traxton ist nur ein Positionslicht, nämlich vorne im Frontscheinwerfer. Um jetzt die zwei Positionslichter anzuschließen, haben wir uns dafür entschieden, die beiden Eingänge zusammenzulegen und sie anschließend an dem Positionslichtkabel anzuschließen. In manchen Fällen ist es besser, ein geschaltenes Pluskabel zu verwenden, weil dadurch die Montage einfacher ist. Generell ist der Einbau dieser Module relativ einfach. Die Module werden immer zwischen Blinker und Fahrzeug eingesetzt und bei den Highsider-Produkten passen auch noch die Kabelfarben. Daher, dass man hier im Video das Zusammenstecken nicht so gut erkennen kann, zeige ich euch hier mal einen Schaltplan, wo der Anschluss besser zu sehen ist. Wir fangen mit dem Positionslicht an. Das weiße Kabel mit dem männlichen Pin wird ans Fahrzeug angeschlossen. Wir machen weiter mit dem Positionslicht. Nun schießen wir das weiße Kabel mit dem weiblichen Pin an den Blinker an, in unserem Fall in den Apollo Classic. Wie schon erwähnt, passen die 2 in 1 Einheiten von Highsider exakt zu diesem Modul. Das bedeutet, weiß ist Positionslicht, gelb ist Blinker und schwarz ist Masse. Nun machen wir weiter mit dem Blinker. Wir schließen das gelbe Kabel mit dem männlichen Stecker an das Fahrzeugblinkersignal an. Anschließend schließen wir das gelbe weibliche Kabel an den Blinker an. Und für die Masse gilt das gleiche, das schwarze Kabel mit dem männlichen Pin ans Fahrzeug, das schwarze Kabel mit dem weiblichen Pin an den Blinker. Nachdem wir alles zusammengesteckt haben und bevor wir den Scheinwerfer wieder einbauen, testen wir es natürlich. Hierzu schalten wir die Zündung an, sofort gehen die Positionslichter an, schon mal sehr gut. Nun blinken wir rechts, jetzt seht ihr, das Positionslicht ist sofort ausgegangen und sobald wir aufhören zu blinken, geht das Positionslicht wieder an. Das funktioniert auf der anderen Seite auch, sehr gut. Nachdem wir den Test durchgeführt haben, können wir den Scheinwerfer wieder zusammenbauen. Hierbei achtet bitte darauf, dass die Kabel nicht gequetscht werden. Jetzt noch einmal der finale Funktionstest nach dem Einbau. Wieder blinken, Positionslicht geht aus, aufhören, Positionslicht geht an. So wollten wir es haben. Das Ganze haben wir euch jetzt an den Apollo Classic 2 in 1 gezeigt. Aber natürlich gibt es sowas von viele 2 in 1 Kombinationen. Hier ein paar, wirklich nur ein paar kleine Beispiele. Hier könnt ihr den Rocket Classic ohne CB2-Box sehen. Und jetzt mit. Hier könnt ihr den Proton-Blinker ohne die CB2-Box sehen. Und jetzt mit der CB2-Box. Eine Sache noch zum Schluss. Es muss auch nicht immer eine Positionslicht-Blinker-Einheit sein. Hier bei der Z900 haben wir die Stealth X3 verbaut. Die haben Positionslicht und die Bronx Blinker. Und obwohl die nichts miteinander zu tun haben, können die beiden über diese Box gesteuert werden. So Biker, ich hoffe, wir konnten euch ein paar Tipps und Tricks zeigen. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Dann kriegt ihr alle neuen Videos gleich mit. Tschüss! Ciao!